Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das Riso Müller Load war jahrelang allein auf weiter Flur in dem Markt der vollgefederten Long John Lastenräder. Aber dieses Bike hat jetzt Konkurrenz bekommen und wir werden die beiden Kandidaten in diesem Video einmal vergleichen. Zu meiner Linken haben wir das Riso Müller Paxter 70 mit der Control Technology, also hausinterne Konkurrenz zum Load. Und auf meiner Rechten das Kettler Cargo Line, der Neuankömmling im Bereich der Long John Lastenräder. Und dann hat Kettler sich auch noch angeschickt, gleich ein vollgefedertes rauszubringen. Und beide Räder habe ich euch schon im Einzelnen vorgestellt. Ihr könnt komplette Vorstellungsvideos und auch die Bewertungsvideos auf diesem Kanal sehen und ich verlinke euch jeweils beide Videos einmal unten in der Videobeschreibung. Beide Hersteller haben zugestimmt, dass ich diese beiden Räder gegeneinander antreten lasse, jetzt wo ich sie schon mal zeitgleich hier habe. Aber keiner der beiden Hersteller bezahlt für dieses Video. Stattdessen macht das der Sponsor des heutigen Videos, nämlich Helden.de. Helden.de ist eine junge Versicherung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, möglichst transparente und faire Versicherungen anzubieten. Und sie haben einen bunten Blumenstrauß an Versicherungen, die sie anbieten, von der Hausratversicherung über verschiedene Haftpflichtversicherungen bis zu einer Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Und dies wahrscheinlich für dich ganz besonders interessant. Und das Coole ist, Helden.de hat auch noch einen Community-Gedanken. Denn immer wenn ihr eine Versicherung dort abschließt, bekommt ihr einen Heldencode, von dem ihr und andere profitieren können. Mein Heldencode ist RBND4. Wenn ihr den eingebt, dann spart ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag auf alle Versicherungen von Helden.de. Also geht mal unten auf den Link in der Beschreibung und nutzt den Code RBND4, wenn ihr eine Versicherung dort abschließt. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radelbande. Wir sind beide Räder über mehrere Wochen im Alltag gefahren, die ganze Familie mit den Kindern, und wir haben einige Erfahrungen mit beiden Rädern sammeln können. Aber jetzt ist natürlich die Frage, welches ist besser? Und ich werde dieses Video nach der Radelbande Bewertungsmatrix strukturieren. Das sind zwei Kategorien, Fahrrad und Lastenrad, mit jeweils 5 untergeordneten Kriterien. Der Sieger in jedem Kriterium bekommt 2 Punkte, der Verlierer bekommt 0 Punkte. Und wann immer beide Räder gleich auf sind und man es wirklich nicht sagen kann, welches besser ist, bekommt jedes Rad jeweils 1 Punkt. Und wir beginnen jetzt mal mit der Kategorie Fahrrad und dort mit der Fahrdynamik. Wenn man sich einfach nur die Datenblätter der beiden Räder mal anguckt, dann sehen sie erstmal ziemlich gleich aus. Vorne 20 Zoll, hinten 26 Zoll Rad. Beide haben den Bosch Cargo Line Motor, beide haben höhenverstellbare Lenker und Sättel und beide haben ein Leergewicht von 40 bis 45 Kilogramm. In der Realität ist das natürlich deutlich mehr. Und wenn man die beiden Räder so hintereinander direkt fährt, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Während das Kettler sehr lebhaft abgestimmt ist und eine sehr direkte, sehr zackige Lenkung hat, wirkt das Paxter insgesamt doch deutlich gedämpfter. Die Federung spricht bei dem Kettler nochmal um einiges feinfühliger an. Dafür fühlt sich das Paxter insgesamt etwas satter an vom Fahrgefühl und fühlt sich insgesamt auch nochmal eine ganze Ecke schwerer an als das Kettler. Sie haben beide den gleichen Motor, aber beide haben sie unterschiedliche Schaltungen. Hier kommt die Shimano Kettenschaltung zum Einsatz und hier die Enviolo. Daran könnte das natürlich auch liegen, dass sich diese Räder im Antritt so unterscheiden, denn das Kettler wirkt da deutlich spritziger als das Paxter. Von der Sitzposition her ist das Kettler ungeschlagen variabel. Egal ob du groß oder klein bist, egal ob du sportlich sitzen möchtest oder eher entspannt sitzen möchtest, das Kettler hat durch seine Verstellbarkeit die richtige Position für dich. Das Paxter ist irgendwie sehr gestreckt. Du sitzt als kleinerer Mensch zwar relativ aufrecht, aber dann mit sehr gestreckten Armen. Und ich mit meinen 1,96 m habe sehr sportlich und nach vorne gebeugt gesessen. Also insgesamt fühlt sich das Kettler deutlich lebendiger an und deutlich fahraktiver. Und deswegen gehen die 2 Punkte hier an das Kettler. Der nächste Punkt, Design, Innovation und Integration. Das Kettler kommt hier mit dieser Elian-Narbe, einem neuen Lenkungssystem, das gleichzeitig auch als zum ersten Mal im Grunde mit einer Federung ausgestattet wurde. Das Paxter dagegen hat vorne dieses komplett integrierte Design mit der großen Box und einer neuartigen Seilzuglenkung. Wenn man sich allerdings den Hinterbau ansieht, dann ist das Kettler deutlich eleganter und deutlich moderner gezeichnet, während
dass Pexta hier die Hinterbaukonstruktion des Load adaptiert und so ein bisschen modernisiert. Insgesamt muss ich sagen, sieht das Kettler nochmal eine ganze Ecke moderner und frischer aus und das Pexta ist eher halt gerade in diesem Schwarz eher ein dunkler Klotz, dadurch, dass eben diese Box, diese EPP-Wanne ziemlich hoch ist. Im Bereich der Konnektivität bietet das Kettler hier im 2023er Modell das smarte System an, mit dem sich natürlich einige Funktionen mit dem Handy steuern lassen und das System ist eben auch für die Zukunft gerüstet. Während das Pexta noch auf das alte System baut, dann zwar schon auch sich mit dem Smartphone Hub und auch mit dem Neon Display ausstatten lässt, die beide ebenfalls Connectivity-Funktionen bieten, aber längerfristig wird man in diesem Bereich wahrscheinlich mit dem Kettler mehr Freude haben. Also insgesamt ist das Kettler hier wieder vorne. Es hat ein frisches, modernes Design und sehr, sehr interessante Konstruktion und ist future-proof und deswegen kriegt es hier wiederum 2 Punkte. Der nächste Punkt ist die Ausstattung. Beide Hersteller spendieren ihren Rädern zum Anwendungszweck und zur Art des Rads passende Komponenten. Riso Müller hat hier mit dem Control Technology Paket noch einige tolle Teile dran, wie zum Beispiel die Supernova-Scheinwerfer mit Fernlicht und ebenfalls ein Bremslicht. Kettler hält dagegen mit der 12-fach-Schaltung einer Teleskopsattelstütze und auch insgesamt dem Kiox-Display, das immer mit drin ist, bei der 2022er Version oder bei der 2023er Version eben dem smarten System. Bei den sonstigen Komponenten, Griffen, Sattel, Pedale etc. sind sie ebenfalls schwerlich auseinanderzuhalten. Deswegen kriegen beide Kandidaten hier jeweils einen Punkt. Jetzt gucken wir uns den Preis an. Beide Räder sind teuer und kosten hier in der 2023er Version mit vergleichbarer Ausstattung etwa 9.500 €. Also dann mit Regenverdeck, mit Kindersitzen und dieser Vollfederung. Und auch im Grundpreis kosten die vollgefederten Varianten etwa gleich viel. Das 2022er Modell vom Kettler Cargoline ist dabei noch etwas günstiger. Das 2023er Modell hat dafür aber schon das smarte System integriert. Dafür, wenn man auf die Vollfederung verzichten kann, kommt man bei beiden Herstellern für knapp über 7.000 € zum Zug. Da ist das Pexta aber mit der Family Edition nochmal eine ganze Ecke günstiger. Aber im Endeffekt wiegt sich das beides auf und beide kriegen jeweils einen Punkt. Kommen wir nun zum letzten Punkt im Bereich Fahrrad und das ist Qualität und Wartung. Beide Hersteller haben ein dichtes Händlernetz und somit sollte man keine Probleme haben, auch eine passende Werkstatt zu finden oder das Rad mal irgendwie in der Nähe Probe fahren zu können. Allerdings ist im Bereich der Wartung und der Qualität das Pexta ein bisschen im Vorteil. Wir haben hier eine normale Gabelkonstruktion, bei der man das Vorderrad einfach rausnehmen kann, um es zu warten. Die Eingelenk-Hinterbaukonstruktion, die ist etwas wartungsunanfälliger als die Mehrlenkerkonstruktion hier an diesem Fahrrad. Die Stahlfeder sorgt auch dafür, dass man eben nicht regelmäßig Luft nachpumpen muss, wie hier die Luftfeder am Hinterbau des Kettler. Und dann hat das Pexta auch noch den Vorteil, dass es sich mit einem Riemen ausstatten lässt und einer Nabenschaltung. Hier ist man zwingend auf eine Kettenschaltung angewiesen, beziehungsweise man kann ja nur eine Kettenschaltung bei dem vollgefederten Cargoline verbauen. Und da hat man natürlich ebenfalls regelmäßig Arbeit mit. Beide Räder sind grundsätzlich gut verarbeitet, haben grundsätzlich eine hohe Qualität der Anbauteile, auch der Rahmenqualität und der Lackierung etc. Und sie sind jeweils auch gut montiert gewesen, als sie bei mir ankamen. Allerdings haben beide Räder auch so ein bisschen unter den Witterungsbedingungen der letzten Wochen gelitten. Insgesamt würde ich aber das Pexta definitiv hier vorne sehen und deswegen kriegt das Pexta 2 Punkte in der Kategorie Qualität und Wartung. Punktestand am Ende der Fahrradkriterien. 6 Punkte fürs Kettler Cargoline und 4 Punkte für das Riso Müller Pexta 70. Und jetzt gehen wir mal in den Bereich der Lastenräder und auf die Variabilität. Während das Pexta voll auf diese EPP-Box setzt, ist beim Kettler Cargoline grundsätzlich eine flache Ladefläche verbaut und dieser Kids Carrier, den ihr hier seht, der ist optional, lässt sich aber auch mit anderen Aufbauten kombinieren. Also eine flache Ladefläche hat natürlich deutliche Vorteile im Vergleich zu einer festen Box, weil man einfach breitere Gegenstände einfach draufladen kann. Und diese Box hier, die ist auch sehr tief. Da muss man schon ganz genau wissen, welche Gegenstände man im Laufe des Lebenszyklus transportieren möchte.
oder halt nur Menschen. Die Beladungskapazität ist hier beim Kettler ebenfalls eine ganze Ecke größer. 100 Kilogramm lassen sich auf die Ladefläche bringen und 250 Kilogramm darf das Rad maximal wiegen. Das Riso Müller Packstar ist da deutlich geringer und darf hier vorne zum Beispiel nur 65 Kilogramm beladen. Auch der Gepäckträger ist hier beim Kettler immer automatisch mit drin. Hier bei dem Packstar muss man ihn in der vollgefederten Variante mit dazu bestellen und der hier bietet 25 Kilogramm Ladekapazität, der hier 15. Und Anhänger lassen sich hier dranhängen und hier nur in bestimmten Ausstattungslinien. Insgesamt ist aber die Variabilität und die Ladekapazität hier bei dem Cargoline deutlich höher und deswegen gibt es 2 Punkte fürs Kettler. Der nächste Punkt sind die Kindersitze bzw. die Bank. Und beide Räder bieten eine sehr breite Sitzbank mit sehr viel Platz auch für größere Kinder. Allerdings ist hier beim Kettler aufgefallen, dass die Rückbank relativ niedrig ist und die Gurte von unten über die Schultern der Kinder geführt werden müssen. Das ist insgesamt etwas unpraktisch. Das Packstar hat ein etwas beengteres Raumgefühl als das sehr luftige Gefühl hier in dem Kettler Cargoline und die Bank ist nicht ganz so breit wie hier in dem Cargoline, aber dafür ist die Rückenlehne eine ganze Ecke höher, die Gurte sind um einiges besser und die Bank lässt sich dann auch noch in der Neigung verstellen. Und das Packstar bietet auch die Möglichkeit von Haus aus ein Kleinkind mitzunehmen und wenn die Kinder sehr kurze Beine haben, könnte sogar ein drittes Kind hier vorne in die Box gesetzt werden mit dem optionalen dritten Sitz. Also insgesamt bekommt da das Packstar die beiden Punkte im Bereich Sitze und Kinderbank. Oder wie habe ich das genannt? Und der nächste Punkt ist das Zubehör, denn das Zubehör macht das Lastenrad. Und beide Hersteller haben ihren Rädern einige Konfigurationsmöglichkeiten mit auf den Weg gegeben, mit denen sich die Räder auf die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen. Das Packstar kommt natürlich immer mit dieser Box und lässt sich dann mit verschiedenen Sitzkonfigurationen und diesem Regenverdeck oder auch anderen Verdecken ausstatten, die halt dann eher für den Warentransport geeignet sind. Während das Kettler halt diesen Kids Carrier hat und dann noch eine andere Boxoption und eine weitere Boxoption mit fest abschließbarem Deckel. Also da sind beide Räder richtig gut aufgestellt. Beide Räder lassen aber zum Beispiel sowas wie Flaschenhalterösen vermissen. Hier bei diesem Kettler 800er Kids Carrier ist der riesige Kofferraum ein echter Gewinn, sodass man die Sachen der Kinder einfach hier in den Kofferraum schmeißen kann. Die müssen beim Packstar hinten an den Gepäckträger ran oder die Kinder müssen sich den Fußraum mit irgendwelchen Taschen oder Rucksäcken teilen. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, so eine Konfiguration einzubauen, wo dann noch vorne so eine kleine Ladefläche in der Box ist, sodass die Kinder ihre Füße unter die Rucksäcke stellen können. Also insgesamt fällt es mir auch hier schwer, irgendwie einen Gewinner auszumachen. Deswegen kriegen beide einen Punkt. Und der vorletzte Punkt in der Radelbahn-Bewertungsmatrix ist der Punkt Parken und Rangieren. Und wir beginnen mal mit dem Lenkeinschlag. Und hier könnt ihr schon ganz eindeutig sehen, das Packstar hat einen deutlich geringeren Lenkradius als das Cargoline. Und das vereinfacht natürlich das Rangieren gerade in engen Parkräumen ungemein. Also man kommt wirklich um jede Kurve rum und braucht sich da nicht groß Gedanken zu machen. Allerdings muss man auch wissen, beim Rangieren kann man nicht unbedingt sehen, wo das Vorderrad sich genau gerade befindet, weil es hier so eingebaut ist. Hier beim Kettler kann man das hier einfach durchgucken und kann immer das Vorderrad sehen. Das Packstar fühlt sich beim Rangieren nochmal eine ganze Ecke schwerer an als das Kettler Cargoline, aber wenn es dann ums Abstellen geht, hat das Packstar einfach einen wahnsinnig guten Ständer, der immer gut erreichbar ist und der mit einem einfachen Fußtritt sich bedienen lässt, egal wie schwer das Rad beladen ist. Und dann steht er auch auf allen Untergründen sicher. Beim Kettler ist der Ständer etwas schmal und für kleinere Personen etwas schwieriger in der Bedienung. Beim Anschließen tun sie sich beide nichts, die sind vorne relativ breit und hinten relativ schmal, haben beide ein Speichenschloss von Haus aus und lassen sich beide mit einem Einsteckschloss ausstatten, sodass man das Rad einfach irgendwo hinstellen kann und dann
auch einfach mit dieser Einsteckkette arbeiten kann. Insgesamt ist aber hier das Paxter vorne und bekommt damit 2 Punkte. Und der letzte Punkt ist der Punkt Sicherheit. Und hier bietet das Kettler eine sehr intuitive Fahrerfahrung. Wenn man von einem normalen Fahrrad kommt, findet man erstmal immer seine passende Sitzposition und dann durch die direkt abgestimmte Lenkung kann man auch einfach losfahren und muss sich nicht erstmal umgewöhnen, während das Paxter durch die Sitzposition erstmal etwas ungewohnt ist und durch die Schwere der Lenkung sich auch erstmal nicht wie ein normales Fahrrad anfühlt. Beide Räder bieten hervorragende Bremsen. Hier bei dem Paxter würde ich allerdings auf die normale Bereifung setzen, weil die nochmal, ist das Licht ausgegangen? Weil die nochmal einen deutlich besseren Grip bietet, gerade wenn man eher im urbanen Raum unterwegs ist. Machen wir mal die wieder an, weil das ist ja wichtig. Beim Licht hat das Paxter einen Vorteil. Der Scheinwerfer ist zwar starr, was bei engen Kurven vielleicht ein Nachteil ist, aber er ist mit Fernlicht ausgestattet und hat an sich eines der besten Leuchtbilder, die man im E-Bike-Bereich überhaupt bekommen kann. Also der Supernova M99 Mini Pro ist einer der besten Scheinwerfer im E-Bike-Bereich und auch das Bremslicht ist ziemlich cool. Der Scheinwerfer bei dem Kettler hat auch noch das Problem, dass er so ein bisschen hin und her wackelt und es hat kein Bremslicht. Also da ist wiederum das Paxter eine ganze Ecke besser. Auch bei dem Transport der kleinen Passagiere ist das Paxter im Vorteil. Es bietet einfach diese hohe Rückenlehne mit der Kopfstütze und die deutlich besseren Gurte. Also auch wenn das Fahren erstmal gewöhnungsbedürftig ist, hat das Paxter insgesamt das sichere Gesamtpaket und bekommt damit die 2 Punkte. Also am Ende sieht der Punktestand so aus. 9 Punkte für das Kettler Cargoline und 11 Punkte für das Riese und Müller Paxter. Und obwohl das Kettler im Bereich Fahrrad noch vorne lag, hat es ein paar Federn gelassen im Bereich Lastenrad. Und das liegt hauptsächlich daran, weil es im Bereich Kindertransport und Sicherheit und Parken eben noch so ein bisschen aufholen muss. Man muss fairerweise sagen, dass Riese und Müller bei dem Paxter jetzt ja schon in der 2. Runde ist. Sie haben das Rad ja schon mal auf den Markt gebracht, danach haben sie einige Punkte geändert, aber schon damals haben sie hohen Wert darauf gelegt, dass das Rad leicht in der Bedienung ist, dass es sich leicht abstellen lässt und dass die Kinder richtig gut sitzen. Und Kettler arbeitet auch weiterhin hier an dem Cargoline und wird im Laufe dieses Jahres, also je nachdem wann ihr das Video seht, auch letzten Jahres, noch einige Verbesserungen bei diesem Fahrrad und dem Kids Carrier einfließen lassen. Denn der Kids Carrier an sich ist richtig, richtig cool. Ich finde auch, dass die Kinder insgesamt in dem Kids Carrier eine schönere Umgebung haben. Sie können leichter rausgucken, sie haben mehr Licht, sie kriegen mehr mit von ihrer Umgebung, während das hier bei dem Paxter schon eine ziemlich dunkle Höhle ist. Also wenn Kettler hier die Sitze nochmal deutlich verbessert und die Gurte deutlich verbessert und auch das Problem mit dem Scheinwerfer, dem Wackelnden löst, dann könnte das Ergebnis nochmal deutlich anders aussehen. Es sind beides tolle Räder und es ist im Endeffekt immer die Frage, was ihr damit machen wollt. Das bessere Cargo-Bike im Sinne von Lastentransport oder gewerblichen Einsatz ist definitiv das Kettler Cargoline. Aber wenn ihr damit primär Kinder oder auch Babys transportieren wollt und auch das ein oder andere Mal ohne groß nachzudenken einen Anhänger ranhängen wollt, dann ist das Riese und Müller Paxter die bessere Wahl. Welches Rad ist jetzt euer Favorit und welche Verbesserungsvorschläge würdet ihr den Herstellern gerne mitgeben? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist oder im Keller, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.